Der Tabellenerste gegen den Letzten. Wie starten wir in die Rückrunde rein? Spieltag Nummer 18 gegen den VfL Bochum. Wir haben ganz, ganz viel vor uns. Wir haben ganz viele Ziele, die wir hoffentlich noch erreichen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo natürlich auch sehr, sehr gerne, weil das wird noch eine sehr, sehr spannende Rückrunde. Wir haben noch ein paar Champions-League-Spiele zu absolvieren, hoffentlich. Wir haben in der Liga noch einige schwere Aufgaben. Und ich muss dazu sagen, das ist heute, glaube ich, die früheste Aufnahme, die ich mache. Also dem Wetter getrotzt sitze ich hier um 9:20 Uhr und nehme schon ein bisschen FC26 Karrieremodus auf. Das ist, glaube ich, die früheste Aufnahme, die ich je gemacht habe. Aber das Wetter so ein bisschen geschuldet. In den frühen Morgenstunden kann man es noch ein bisschen aushalten. Ansonsten, habt ihr sicherlich mitbekommen, fokussiere ich mich mehr auf die WM-Prognose. Von daher muss die Karriere so ein bisschen drunter leiden. Aber ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem wieder regelmäßig auch den Karrieremodus hochlade. Und deswegen schauen wir mal mit einer veränderten Truppe, weil ganz viele waren platt, wie das halt funktioniert. Und da ist die erste Chance. Durch Lennart Kahl. Der ist geblieben, sonst viele neue, frische Leute drin. Von der Hitze ist einer davon, Greco und De Cut, das neue Mittelfeld heute. Bisschen durchwechseln, um gegen Bochum hoffentlich erfolgreich hier in die Rückrunde zu starten. Deswegen, um mir ein paar kühlere Gedanken zu machen, spielen wir heute im Schnee. Ganz ungewohnt, wenn man nach draußen sieht, wenn man nach draußen fühlt. In vielen Regionen Deutschlands ist ja für die nächsten 6-7 Tage nicht unter 30 Grad angekündigt. Das ist schon wow. Also ich habe nichts gegen Sommer und warme Temperaturen. Habe ich überhaupt nichts gegen, aber wenn du morgens schon aus der Haustür rausgehst und läufst gegen eine Wand, weiß ich nicht, ob das unbedingt noch was mit Sommer und so weiter zu tun hat. Naja, ist nur meine Meinung. Gibt bestimmt viele Leute, die sehnen sich nach so einem Wetter. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Und dann sind meine Überlegungen halt da, wie oft ich in Zukunft diese Videos hochlade. Ob ich wirklich jeden Tag oder ob ich nur alle 2 Tage dafür auch zum Beispiel mal am Wochenende eine Karriere hochlade. Wenn dann bald wieder die Bundesliga losgeht, dann kommen ja meine Kicktipp-Videos wieder und so weiter und so fort. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Und all diese Gedanken könnt ihr gerne mitkriegen, wenn ihr auch meiner WhatsApp-Gruppe beitretet. Die ist hoffentlich immer noch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Joint da also gerne. Dort lade ich regelmäßig eigentlich Updates hoch, wie es gerade so aussieht und so weiter und so fort. Die Leute, die schon dabei sind, die können sicherlich da mal was zu erzählen. So, und das kann ich so in Ruhe erzählen, weil wir bislang noch nicht so viele Chancen hatten, aber vielleicht ja jetzt. Ja, Lennart Kahl, der könnte das mal gucken. Ob der über die Mauer drüber geht hier. 3,5 Balken voll. Schauen wir mal. Oh, der Keeper hält ihn nicht fest. Was war das denn? Der war gar nicht so gefährlich. Da macht der Keeper so eine Show draus. Den hätte er auch eigentlich anders abwehren müssen. Ja, aber Bochum, ey. Hier in-game, das ist eine Mannschaft von ganz vielen, die uns das Leben sehr, sehr schwer macht. Aber da müssen wir 3 Punkte holen, ey. Wenn wir Meister werden wollen, und das Ziel habe ich ja, dann müssen wir einfach so Spiel gewinnen. Aber es sieht ganz gut aus. Kahl, wir kommen nach vorne und jetzt die Chance für Sacco. Und das 1:0 mit 300 km/h unter den Querbalken. 5. Tor. Auch ein stabiler Neuzugang eigentlich. Dafür, dass er nie spielt oder halt immer als Joker dann eingewechselt wird, macht er das eigentlich ganz okay. Gut, da haben wir dann zu viel Platz. Dann geht es über 2 Stationen und dann, wie gesagt, 300 km/h. Da fällt sogar der Schnee vom Netz. Keine Chance für Keeper. Und ich mit meiner Lego-Jacke aus der neuesten Kollektion freue mich natürlich auch, dass wir hier 1:0 nach 26 Minuten führen. Und somit die Konkurrenten unter Druck setzen. Ne? Wir sind ja jetzt die Gejagten. Bayern ist hinter uns, Leipzig, Frankfurt ist, glaube ich, auch oben mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob Wolfsburg oder noch irgendwie eine Mannschaft. Aber wenn wir so spielen, ey, und das durchziehen über die Rückrunde, sage ich euch ganz ehrlich, wer soll uns stoppen? Ja, also frag mal die SV Elversberg im DFB-Pokal, der hat's hinbekommen. Und Rapid Wien unter anderem in der Champions League. Deswegen sage ich ja, es sind noch zu viele Spiele. Bald ist schon wahrscheinlich Reveal oder kommen die ersten Infos zur FC 27. Also wir sind jetzt quasi im Übergang von FC 26 in 27. Dann noch gepaart mit dem WM-Modus, mit meiner Prognose. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
Und dann lassen wir uns mal überraschen, was da wieder auf uns zukommt. Dann beginnt, wie jedes Jahr, der Teufelskreis aufs Neue. Man bekommt neue Infos rein, wo man denkt, ach ja, warum nicht? Das könnte man gut umsetzen. Und dann ist das Spiel quasi nach 3-4 Wochen, wenn der erste Patch rauskommt, nicht mehr spielbar, leider. Ob das irgendwann mal ein Ende haben wird, ich weiß es nicht. Ich vermute mal nicht. Ich vermute mal, das wird so weitergehen. Genauso wie es jetzt hier auch nicht mit dem Tore-Schießen weitergeht. Also ein 1-0 ist schon ein bisschen mau. Aber egal, es zählen nur die 3 Punkte. Da zahle ich auch 3 Euro wieder ins Phrasenschwein. Aber es ist auch ganz gefährlich. Oh, wenn wir den Gegner hier zum Tore-Schießen einladen. Achtung, die Chance ist da. Ott kommt nicht mehr ran. Und dann machen die Bochumer aus dem Nichts natürlich den Ausgleich. Warum auch nicht? Ich habe es ja auch ein bisschen herbeigeredet und stark geredet. Kaspar und Natali, Vegara und dann ist Ott. Oh, dann kommt er wieder ein Schritt oder ist dann ein Schritt zu schnell. Da kannst du fuchsteufelswild werden als Trainer. Da sehe ich auch nicht so ganz zufrieden aus. Na, erstes Tor. Oh, Duvan Vergara. Der wird sich den MSV Duisburg auf seinen Oberarm tätowieren nach dem Spiel. Sein erstes und einziges Profitor wahrscheinlich. Nun gut, jetzt sind wir gefragt. Hilft alles nichts. Es war halt wirklich die erste Chance der Bochumer kurz vor der Pause. Und dann gehen wir hier mit einem lächerlichen 1:1 in die Pause. Von wegen, wenn wir so spielen und durchmarschieren durch die Liga, am Arsch, ey. Wenn wir so weiterspielen. Aber guck, ey, ein Schuss, das kann es ja auch nicht immer sein. Das müssten sie auch irgendwie mal ein bisschen ausgeglichener hinkriegen. Aber ihr seht, die Stammelf, die waren alle nicht fit. Die kann ich jetzt gleich reinbringen, aber hätte ich die von Anfang an aufgestellt, wären die alle nicht fit gewesen. Dann wären die jetzt schon platt. Ich könnte auch umstellen. Was haben wir denn noch so? Wir haben ja unser 4-2-3-1. Probieren wir mal das 4-2-3-1. Vielleicht ist es diese breite Variante in dem Spiel nicht. Und jetzt fangen die Bochumer auf einmal an, weißt du, durch das 1-1 motivierter und selbstbewusster zu spielen. Da klappt dann auch mal solche Kombinationen, aber wir lassen denen ja auch zu viel Platz, das geht gar nicht. Ey, Jill wird dann endlich mal vom zweiten Mann gestoppt. So, und nach vorne. Mein Gott, ey, wir sterben immer 1000 Tode gegen so Gegner. Hitz ist durch, komm Junge. Bist doch schnell und jetzt in die Mitte, da ist er doch, da ist Tro Fernandes. Und geklärt auf der Linie, dann, nein, jetzt ist er nicht verletzt. Oh, jetzt ist er auch noch verletzt. Was macht er denn? Das gibt's nicht, ey. Aber das war doch gar keine spektakuläre Szene. Was hat er gemacht? Hat er sich das Knie verdreht? Oh, 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 oh. Wenn er sich das Knie hält. Ich ahne Schlimmes, ey. Ja, unbekannte Verletzung, wahrscheinlich Kreuzbandriss. Ey. Wenn er sich schon das Knie hält, da würde ich, obwohl, die Gref können wir auch mal als ZOM. Der ist ja auch eigentlich im linken Mittelfeld, aber ich probiere den mal als ZOM. Also, gute Besserung an Dro. Das sah, wie gesagt, gar nicht so schlimm aus. Was hat er gemacht? Der hat geschossen und dann war es um ihn geschehen. Vielleicht war er selbst so frustriert von seinem Schuss, dass er gesagt hat, komm. Oh scheiße, das wäre natürlich jetzt ein bitterer Ausfall, wenn der 4-5 Monate fehlen würde. Dann wäre es das Saison aus. Also ich hoffe jetzt mal nicht. Mal gucken, wie das de Gref auf der 10 macht. Vielleicht ist ja das mehr seine Position, als dann immer auf dem Flügel zu sprinten. Da ist de Gref zum ersten Mal, verteilt die Bälle. Oh, der sollte auch von der Hitz. Das sind diese Phasen, die du erleiden musst hier als Trainer, ey. Wenn du einfach weißt, es geht besser, weißt du, dann kommt der Tabellenletzte. Ist auch so ganz typisch. Macht dir das Leben so schwer, dass du dich hier mit einem 1-1 nach einer Stunde rumkrepelst. Und die Bochumer, die machen das halt breit. Guck mal, habt ihr gesehen, wie viel Platz er da außen gehabt hat? Das geht normalerweise gar nicht. So, der Cut nimmt mal von der Hitz mit auf den Flügel. Guter erster Kontakt. So, es ist niemand in der Mitte, ja. Wir haben keinen Kopfballstarken. Wir müssen Kusiasare mal reinbringen. Aber noch haben wir Platz. Aber nicht mehr so viel Zeit. In einer halben Stunde nur noch. So, Kusiasare. Hier müsste ich auch. Jetzt habe ich wieder Kutschera und wer ist der andere? Vogi mitgenommen. Ja, muss ich jetzt so spielen. Muss Murphy linke Seite machen. Hilft nichts. Kurbani macht den Linksverteidiger.
Ist heute alles ein bisschen zusammengewürfelt. Alles so, wie ich das nicht haben wollte. Wieder Gil. Achtung, jetzt werden die Bochumer nochmal frech. Spielen die ganze Zeit schon frech mit. Wir schaffen es halt nicht so in so einen typischen Kombinationsfluss reinzukommen. Warum auch immer. Machen wir. Aber trotzdem, der Gref. Allein gegen alle. Allein gegen alle. Schade. Schöner Schlenzer auf den langen Pfosten. Nochmal frische Kräfte. Nochmal einen Kopfballstarken vorne rein. Das brauchen wir jetzt, wenn wir mehr mit Flanken agieren und vielleicht mal Tor nach einer Ecke. Würde auch mal wieder gut und zu Gesichte stehen. So, Ott. Ach du Scheiße. Oha. Ja, im Motor ist noch viel Sand. Oder im Getriebe. Also den Rückrundenstart hatte ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Wir kommen auch nicht in die Zweikämpfe. Also wir sind so ein bisschen im Winterschlaf. Habe ich das Gefühl. Kaspar ist da, gewinnt jetzt aber auch Zweikämpfe. So, und jetzt schnell nach vorne. Wie schnell geht's? Der Gref wird geschickt. Nee, von der Hitz ist es. Den muss er jetzt machen. Von Kusiasare. Bedient. In Szene gesetzt. Und versenkt zum 2:1. Justin von der Hitz. Sein zweites Saisontor. Und der Keeper reagiert gar nicht. Der wusste schon vorher, das hat gar keinen Sinn. Das war aber auch ein strammer Schuss. Und die Erlösung hier im ersten Spiel der Rückrunde. Da, das ist klar, ist das ein sicheres Tor, aber der muss dann halt auch erstmal reingucken. Der Keeper, der sagt, ach komm, weißt du, leck mich am Arsch. Da brauchst du gar nicht reagieren. Ja, da kommst du nicht hin als Keeper, wenn er so geschossen ist. So, also 2:1. Ich wiederhole nochmal gegen den Tabellenletzten. Aber ihr seht, es ist scheißegal, auf welchem Platz die Mannschaften stehen. Die machen uns so oder so das Leben schwer. Es liegt nur an uns. Es liegt wie immer nur an uns. Wenn wir das Ganze hier mal ein bisschen stärker auch zu Ende spielen würden, wir würden bestimmt 2, 3 Tore mindestens schon haben. Also wir haben ja 2, ich meine dann 3 Tore. So, jetzt der Ball in die Tiefe. Kusiasare muss er von alleine laufen. Ja, und dann halt auch mal so ein 2:1 über die Bühne schaukeln, ne? Aber die Bochumer wollen noch mal. Andrade. Gegen Kurbani. Nein, das ist zu einfach. Braune hat den. So. Und trotzdem nach vorne. Wir sind 2 gegen 4. 3 gegen 4, wenn wir es jetzt schnell und direkt zu Ende spielen. Greco läuft durch. Und jetzt Kusiasare in den Lauf, in die Tiefe. Kusiasare, aber so nicht. Bayern führt auch. Also bleiben die dran an uns. Und wir haben noch 10 Minuten. Sicher ist das Ding hier noch nicht. Kaspar gegen Gil, sehr schön. Gewinnt jetzt auch mehr Zweikämpfe. So, jetzt vielleicht die Entscheidung wieder von der Hitz. Läuft die rechte Seite hoch und runter heute und auch die linke Seite. Da läuft der Cut ein. Ja, die Bochumer, die sind mit 3, 4 Mann da vor ihrem Strafraum. Aber das dritte Tor würde uns hier Sicherheit geben. Das Spiel halt entscheiden. Und darauf spiele ich. Kusiasare, nein, gibt keinen Freistoß. Vier Minuten noch. Achtung, Bochum kommt nochmal. Das gibt's nicht, wie viel Platz sie haben. Gil verteidigt mir diesen Ball hier noch weg. Haben wir gemacht. Achtung, Kurbani, der Cut. Jetzt sind es noch 2 Minuten. Ich dachte, wir wären schon in der Nachspielzeit. Sind wir noch nicht, aber Greco kommt noch. Oh nein. Muss den Mann abschirmen. Was macht der denn da? Greco. Achtung, ein letzter Ball noch. Andrade. Gil in der Mitte. Oh nein, das kann nicht sein. Kaspar, wichtig, dass der dazwischen ist. Also, wir machen uns das Leben deutlich, deutlich schwerer, als mir das hier recht war. Morgens um 9:30 in Deutschland. Egal, Sieg gegen Bochum. So Spiele brauchst du auch mal. Nicht gut gespielt, also überhaupt nicht gut gespielt, aber 2 Tore gemacht. Und am Ende 3 Punkte. Und unterm Strich ist das, was zählt. Die Bochumer auch sensationell mit einem einzigen Torschuss. Auch wieder ganz typisch, aber das erzähle ich euch auch nicht zum ersten Mal. So, jetzt. Oh, weia. Real Sociedad. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass sich die A11 gerade ausruhen konnte. Dann sind die jetzt fit für das Auswärtsspiel gegen Real Sociedad. Das musst du einem auch mal erklären. Nein, und Rohr hat Muskelfaserriss und fällt bis zu 3 Monate aus. Also, ja, eigentlich so gut wie Saison aus. 3 Monate. Ich hätte ja mit dem Kreuzbandriss gerechnet, so wie er sich das Knie gehalten hat. Aber Muskelfaserriss ist natürlich auch scheiße, ey. 3 Monate fällt er jetzt aus. Probleme selbst beheben natürlich. Das heißt,
dass wir ihn in der Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen werden. Dafür hole ich mir jetzt... Ja, wen hole ich mir auf die Bank? Vogi wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, sehr, sehr unglücklich. Also er fehlt, gerade jetzt auch in den entscheidenden Spielen. Ich habe ein Angebot von Portugal. Gut, Ronaldo spielt ja nicht mehr, sonst würde ich ihn rausschmeißen aus dem Kader. Aber mit Portugal, also es gibt viele Nationalmannschaften, mit denen man hier sicherlich eine gute Karriere auch starten kann. Vielleicht nehme ich mir das mal für FC 27 vor, dass ich nebenbei auch eine Nationalmannschaft trainiere. Ist ja auch ganz witzig. Also wichtiger ist jetzt hier die Champions League. Also wir haben noch 2 Spiele. Wir haben unglaubliche 3 Punkte Vorsprung auf Platz 24. Die Bayern, guckt euch das an. Das ist für mich die größte Überraschung. Porto eigentlich auch, Monaco. Das sind auch alles so Teams, die hätte ich mal mindestens in den Playoffs erwartet. Die Bayern eigentlich weiter oben. Ja, und ich glaube, Sociedad und Real, also sie sind 5. Real ist 2. Also ich glaube, 1 Punkt gegen Sociedad und dann wären wir eigentlich so gut wie zumindest mal in den Playoffs. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Kalender gucken, also 3 Monate. Wir halten uns mal den 14. fest. 1, 2, 3. Also Dro wäre rein theoretisch hier wieder fit. Dann würde er noch die letzten 3, 4, 5 Spiele machen in der Liga. Vielleicht, je nachdem wie gut wir in der Champions League spielen. Schade. Ein herber Verlust für die Truppe. Egal. Deswegen, gibt für Dro Fernandes einen Daumen nach oben. Gerne auch ein kostenloses Abo und dann schaltet rein im nächsten Spiel gegen Real Sociedad. Also ich meine, mehr Spannung geht ja gar nicht. Ne? Wir kämpfen um die Playoffs. Ich glaube, mit einem Sieg sind wir sicher in den Playoffs. Vielleicht geht ja sogar was noch in Richtung Top 8 und direkter Achtelfinal-Qualifikation. Aber ihr seht, was da auf uns zurollt. Eine Mannschaft im 4-2-4 mit 3 Siegen in Folge. Mit Adeyemi auf dem Flügel. Mavisa kenne ich da noch einen. Ich kenne gar keinen. Also Kombedi sagt mir was vom Namen her. Yamura, Herrera. Und Bono im Tor. Die anderen Spieler, die kenne ich leider nicht. Ist auch meistens nicht immer ein gutes Zeichen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.